Von den bösen Buben der Szene zu einem, der sich heuer von der besten Seite gezeigt hat. Und das gilt sowohl auf der Strecke als auch abseits. Da hat es keine Schlagzeilen gegeben, dafür positive Schlagzeilen auf der Strecke. Und man kann das Comeback von Kimi Räikkönen schon jetzt als mehr als geglückt bezeichnen. Kimi, die Saison bisher war sehr gut, 6-mal am Podium, genauso oft wie Alonso, mehr als sonst jemand im Feld. Haben Sie das erwartet bei Ihrer Vertragsunterzeichnung vor 10 Monaten? Ich hatte keinen wirklichen Plan, was mich erwartet. Wir mussten erst die Tests abwarten. Ab da haben wir unser Bestes gegeben. Es hat oft ganz gut funktioniert, aber in einigen Rennen wäre noch mehr drinnen gewesen. Es ist nicht immer einfach, den perfekten Job abzuliefern, aber wir geben unser Bestes. Nur eins fehlt, ein Sieg. Wenn Sie sich die nächsten Rennen ansehen, gibt es da einen Kurs, der Ihnen und dem Auto perfekt liegen sollte? Ich weiß es nicht, da ich keine Erfahrungen mit dem Team aus der vergangenen Saison habe. Das würde einen Anhaltspunkt geben. Aber wir arbeiten weiter hart, geben das Bestmögliche und ich hoffe, dass wir auf dem einen oder anderen Kurs die Chance haben, ganz vorn um den Sieg mitzufahren. Am Ende hoffe ich, dass wir einmal ganz oben stehen. Vor dem Wochenende in Monza hat Jenson Button gesagt, pass auf Kimi Räikkönen, er ist derjenige, den es zu schlagen gilt. Das Qualifying mit Startplatz 7 ist dann nicht ganz optimal gelaufen. Es war nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Vor allem im ersten Sektor fehlt uns ein wenig das Speed. Wir waren das ganze Wochenende in den Trainings im Bereich 6., 7., 8. Aber ich hoffe, im Rennen wird es besser, da das Auto im Renntraining immer sehr gut funktioniert. Mal abwarten. Dieses Wochenende ist ein spezielles. Sie haben einen neuen Teamkollegen für dieses eine Rennen, nachdem Romain Grosjean gesperrt ist. Wie sehr beeinflusst das Ihre Arbeit? Es ändert für mich eigentlich gar nichts. Ich habe sowieso mein eigenes Programm. Auf einigen Kursen musst du gemeinsam mit den Teamkollegen ein Konzept herausfinden, zum Beispiel was die Reifen betrifft. Aber das ist hier in Monza nicht unbedingt der Fall. Also ist für mich eigentlich alles wie immer. Ich habe in einigen sozialen Netzwerken gebeten, die Leute sollen mir Fragen schicken an Kimi Räikkönen, was sie denn gerne von Ihnen wissen wollen. Viele wollten zum Beispiel wissen, was Ihre Lieblingseissorte ist. Es geht jetzt nicht um die Sorte, aber sind Sie überrascht, dass immer noch so viele Sie mit dieser Aktion in Malaysia 2009 in Verbindung bringen? Das ist einfach so. In der Formel 1 wird immer wieder ein großes Tamtam um in Wahrheit gar nichts gemacht. Ich denke, einigen Journalisten ist ein bisschen langweilig. So entstehen viele Gerüchte und auch viel Blödsinn. Ich mag verschiedene Getränke, aber bei der Eiscreme habe ich jetzt keinen speziellen Favoriten. Sie sind hier für Ferrari gefahren, jetzt für Lotus. Wie groß ist der Unterschied? Jedes Team ist natürlich ein wenig anders. Verschiedene Mentalitäten. Ferrari ist ein italienisches Team, wir ein britisches. Aber jedes Team strebt nach dem gleichen Erfolg. Der Weg dorthin unterscheidet sich eben ein wenig. Aber ich fühle mich wohl bei Lotus. Die Leute sind nett. Es läuft eigentlich sehr gut. Aber es geht immer besser und daran arbeiten wir. Alexander Wurz hat mich gebeten, Ihnen eine Frage zu stellen. Haben Sie jemals herausgefunden, dass Pedro de la Rosa bei den Tests in Jerez immer die Schikane abgekürzt hat, nur um die schnellste McLaren-Rennrunde aufzustellen? Wir scherzen immer wieder darüber. De la Rosa war da immer sauschnell. Alex und ich sind uns sicher, dass er geschummelt hat, aber wir haben keinen Beweis.
Waren gute Zeiten damals bei McLaren. Sie haben sicher gehört, dass Robert Kubica sein Comeback feiert an diesem Wochenende bei einer Rallye in Italien. Wie überrascht sind Sie, dass Robert zurück im Motorsport ist? Ich freue mich wirklich darüber, dass es ihm offenbar besser geht, denn das, was ihm passiert ist, war wirklich Pech. Toll zu hören, dass er wieder hinter dem Steuer sitzt und ich hoffe, es läuft alles gut bei ihm dieses Wochenende. Sie waren in der Rallye WM unterwegs. Ist dort die Leistung des Fahrers selbst wichtiger als in der Formel 1? Es ist etwas komplett anderes. Natürlich brauchst du dort auch ein Top-Auto, aber das Feld ist extrem eng zusammen. Nach einer 40-Kilometer-Sonderprüfung liegen viele innerhalb einer Sekunde. Wenn du kein gutes Auto hast, hast du bei der Rallye keine Chance, aber unter gewissen Umständen kann der Fahrer einiges wieder ausgleichen. Weit mehr als in der Formel 1. Es ist ein toller Sport, es macht viel Spaß und es ist eine große Herausforderung. Letzte Frage. Besteht die Möglichkeit, dass Sie nach Ihrer Formel-1-Karriere wieder in den Rallye-Zirkus zurückkehren? Mir hat es immer Spaß gemacht. Du brauchst dort einiges an Erfahrung. Ich würde gerne wieder fahren, auch jetzt sofort, wenn ich mal ein Wochenende frei hätte. Aber leider ist das momentan nicht möglich. Ich hoffe aber in der Zukunft wieder. Aber im Namen vieler Fans in Österreich hoffe ich, dass Sie noch viele Jahre der Formel 1 erhalten bleiben. Kimi, vielen Dank für das Gespräch.